Arnold Schwarzenegger und seine 6 wichtigsten Erfolgsregeln. Herzlich willkommen zur heutigen Arnold Schwarzenegger Ausgabe von Faszination Freiheit anlässlich von seinem Besuch in Deutschland in der Münchner Olympiahalle, was ich sehr empfehlen kann. Da gerne auch den Link unter dem Video anschauen. Ich bin selber auch dort, habe mein Meet and Greet Ticket schon gelöst. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Ja, und anlässlich dessen einfach mal die Rede von Arnold Schwarzenegger zusammengefasst vor der USC, der University of Southern California, und er hat dort seine wichtigsten Erfolgsregeln zusammengefasst. Und dieser Mann ist sehr, sehr beeindruckend. Er hat es tatsächlich geschafft, 3 Weltkarrieren in komplett unterschiedlichen Bereichen hinzulegen. Wie hat er das gemacht? Was sind seine Erfolgsgeheimnisse? Er hat es selbst zusammengefasst und wir gehen die heute mal gemeinsam durch in Faszination Freiheit, wie gewohnt in der wöchentlichen Tippausgabe. Also sehr, sehr interessant, sehr spannend. Also Erfolgsregel Nummer 1, vertraue dir selbst. Ganz zentrale Regel, denn die meisten Menschen vertrauen sich gar nicht selbst, finden zunächst mal gar nicht raus, was macht mich selber wirklich glücklich. Das ist eine ganz zentrale, wichtige Frage im Leben. Die meisten Menschen stellen sich diese nie wirklich. Die ist wirklich mächtig. Wir hatten da auch vor 2 Wochen ein tolles Tippvideo, kann ich sehr empfehlen, mit einer tollen Übung, wie man jeden Tag mehr das tut, was man liebt, und wie man das auch geschäftlich mit einem eigenen Beruf verbinden kann. Also sehr, sehr spannend. Man muss sich natürlich selber vertrauen. Wenn man kein Vertrauen in sich selbst hat, dann wird man auch nie Dinge anpacken, man wird Dinge nie probieren, man wird nie schauen, wie kann man das optimieren, verbessern. Die meisten Menschen sind unzufrieden in ihrem Leben und machen trotzdem jeden Tag wieder auf neue dasselbe. Das führt nicht zum eigenen Traumleben, das ist etwas, was nicht funktioniert. Und warum tun sie das? Weil sie sich selber nicht vertrauen und oftmals auch, weil wir selber gar nicht reflektieren, was macht uns eigentlich selber wirklich glücklich. Dann, Punkt Nummer 2, brich die Regeln. Man kann keinen außerordentlichen Erfolg erreichen, wenn man das tut, was alle tun. Deswegen ist es wichtig, dass man sich anschaut in den eigenen Bereich, im beruflichen, also im privaten durchaus, dass man sich anschaut, wo kann ich gesund Regeln brechen. Regeln brechen meint übrigens nicht Gesetze brechen, sondern Regeln eines Marktes, Dinge komplett anders zu tun. Wie beispielsweise, ich hatte damals begonnen, im Geld- und Finanzbereich Klartext zu sprechen, wirklich 100% transparent Dinge offen auszusprechen. Das war so gesehen, muss ich auch sagen, leider ein Novum in der Branche, denn die meisten arbeiten ja damit, dass eher verheimlicht wird, Dinge werden kompliziert gemacht und es werden dort einfach irgendwelche Dinge dort draußen an die Leute verkauft, die diese eigentlich gar nicht brauchen, um dann eben selber Gebühren etc. abzuzwacken. Und an ganz anderen Bereichen, wie kann man sich vielleicht auch komplett anders kleiden? Wie kann man seine eigene Authentizität, seinen eigenen Charakter ausdrücken? Weil dann zieht man nämlich auch die richtigen Leute an. Denn Schrotflinten-Marketing, dass man versucht, alle zu treffen, das funktioniert nicht, sondern dass man wirklich zielgerichtet auf die Menschen zugeht und sich selber so ausdrückt, wie man ist, und dann wird man auch die richtigen anziehen. Deswegen ist es auch wichtig, Regeln zu brechen, Dinge komplett anders zu tun, alles zu hinterfragen bei dem, was man tut und wie könnte man es komplett anders, wie könnte man es noch besser machen. Dann Erfolgsregel Nummer 3, hab keine Angst zu scheitern. Und das ist eine ganz große, tiefe Urangst von Menschen, dass sie Angst davor haben zu scheitern. Tja, und jetzt eine ganz spannende Frage, wie oft wird beispielsweise ein Geschäftsmodell, Geld verdienen, bei Investitionen Geld zu vermehren, wie häufig wird es von Menschen im Schnitt versucht, wirklich etwas zu tun und anzupacken? Die Zahl liegt bei sagenhaften 0,7. Das heißt nicht mal einmal. Wie kann es sein, dass es sogar unterhalb von 1 ist? Warum? Weil es die meisten Menschen sogar nicht einmal direkt probieren. Und es gibt da ganz wenige, die dann auch nicht nur 1- oder 2-mal probieren, sondern vielleicht auch 5-mal, auch 10-mal, auch 15-mal. Und das ist ganz wichtig, das muss man verstehen für außergewöhnlichen Erfolg. Wir brauchen oftmals mehr als 3, 4, 5-mal, um Dinge zu probieren. Also das ist meine persönliche Erfahrung inzwischen von knapp 15 Jahren Finanzpraxis dort draußen und Selbstständigkeit. Die meisten Dinge funktionieren anfangs nicht. Wir müssen es mehrfach und immer wieder neu probieren. Und dann eben die Dinge, die funktionieren. Das sind aber die ganz interessanten Dinge. Und die dann wiederholen, immer wieder. Und dadurch schaufelt man sich selber aus dem Hamsterrad sozusagen heraus. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder neue Dinge zu versuchen, nicht aufzugeben. Und das Scheitern, es gehört mit dazu. Ich persönlich kenne keine Gewinnerpersönlichkeit, die noch nie irgendwo gescheitert ist. Aber ich kenne viele Verlierer, die im Prinzip nie gescheitert sind. Ganz interessant, mal darüber nachzudenken. Ja, Erfolgsregel Nummer 4.
höre nicht auf die Neinsager. Und jetzt muss man verstehen, die meisten Menschen dort draußen sind Neinsager und vor allem aus dem Grund, weil sie sich selber nicht vertrauen, weil sie Dinge niemals probieren, weil sie nicht daran glauben oder weil sie andere gerne runterziehen möchten. So wie das beispielsweise Krebse ja machen, wenn diese in Eimer sind und dann die anderen wieder herunterziehen. Und das sind die meisten Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit positiven, guten Menschen umrundet. So wie beispielsweise bei uns in der Community, das sind lebensbejahende Menschen, die wirklich etwas aufbauen wollen, die etwas voranbringen wollen, etwas Gutes für sich und andere Menschen kreieren und erschaffen. Ganz, ganz wichtig und eben nicht auf die Neinsager hören. In diesem Kontext ein ganz spannendes Zitat von Charles Duell und er hat Folgendes gesagt: Alles, was erfunden werden konnte, ist bereits erfunden worden. Jetzt das Spannende, in welchem Jahr war das? 1899. Zunächst mal, es sind schon ein paar Dinge mit dazugekommen seit 1899 und ich muss sagen, ich finde es atemberaubend, wie schnell das sich gerade heute und je schneller sich sogar unsere Welt verändert und neue Dinge erschaffen werden. Also meiner Überzeugung nach, wir leben in der besten Zeit, die es jemals gab, wo es mehr Chancen gibt als jemals zuvor. Man muss nur die Augen öffnen, man muss diese Dinge nur sehen können. Und ja, übrigens ganz interessant, welche Position hatte Charles Duell inne? Er war Leiter des US-Patentamtes. Sehr interessant, in seiner Position so ein gewagtes Zitat zu bringen. Ja, und von dem her ganz wichtig ist, dass man eben nicht auf die Neinsager, sondern auf die aufbauenden Menschen, dass man sich mit denen umgibt, das mal zusammenfassen. So, und Punkt Nummer 5. Dort hat Arnold übrigens gesagt, das ist der wichtigste vielleicht. Und zwar, er hat so formuliert, work your butt off, also frei übersetzt auf Deutsch, reiß dir den Arsch auf. Das heißt, wir müssen Dinge tun, wir müssen wirklich arbeiten. Allein von Meditieren wird kein Sack Geld runterfallen oder uns großen Erfolg bringen. Weil ich bin ein großer Fan von Meditieren, mache ich auch regelmäßig, macht sehr, sehr viel Sinn, den Parasympathikus zu trainieren, um in die eigene Kreativität, in die eigene Schöpferkraft zu kommen. Denn wir sind ja Schöpfer unseres Lebens. Die meisten Menschen nur unbewusst schöpfen immer wieder jeden Tag neu erleben und irren relativ ziellos umher. Und es gibt halt eben die anderen, die haben das erkannt, die arbeiten dran, die zahlen auch den Preis, dass sie dann eben hart arbeiten, ja, aber einen Preis zahlen wir sie und für mich der größte Preis überhaupt ist, wenn wir in Abhängigkeit und Unfreiheit leben und das ein gesamtes Leben lang. Das ist meine persönliche Ansicht. Wenn man das akzeptieren möchte, kann man das tun. Für mich persönlich war das nie eine Option und das ist nicht, wir sind hier in unserer Community, beschäftigen uns auch nicht mit Mittelmaß, sondern wir sind hier angetreten, um unser Leben und das von anderen Menschen und von unserer Gesellschaft zu ändern und zu verbessern. Und das macht einen Unterschied. Das macht unglaublich viel Spaß. Und dadurch kann man sich eben auch sein eigenes Traumleben erarbeiten. Das ist doch das Schöne, wenn wir alles miteinander verbinden können mit dem Thema Geld. Ja, auch ein tolles Zitat von seiner Bodybuilder-Zeit: No pain, no gain. Das heißt, kein Schmerz, kein Gewinn. Auf Englisch klingt es ein bisschen besser: No pain, no gain. Aber das bringt genau das rüber. Wir müssen etwas tun. Ja, einfach nur herumsitzen und nichts tun. Hände in den Hosentaschen. Bringt niemanden weiter und dann verliert man einfach nur kostbare Motivation und Zeit, um sein eigenes Traumleben zu verwirklichen. Also da konsequent dranbleiben, wirklich etwas tun. Wenn die anderen feiern gehen etc., man kann ja auch feiern gehen, aber muss man das jedes Wochenende machen? Und man kann natürlich dann einfach an seinen eigenen Traumleben fallen und verbessern und verbessern. In kleinen Schritten jeden Tag etwas tun. Und dadurch wird man selber besser und besser und besser und dadurch auch sein eigenes Leben. Und der Punkt Nummer 6, und zwar ganz interessant ist von Arnold Schwarzenegger so zu hören: Gib etwas zurück. Ja, warum ist es interessant von Arnold, das zu hören? Naja, er gilt jetzt nicht als Inbegriff der Spiritualität schlechthin, hat es aber dort in seiner Rede sehr, sehr schön zusammengefasst. Und zwar, dass es oftmals die einfachen Dinge sind. Und wenn man etwas weitergibt, beispielsweise mit einem behinderten Jungen Schach zu spielen und einfach sich die Zeit zu nehmen, ist etwas Magisches, ist etwas Wundervolles. Und anderen zu helfen, der eigenen Community, der eigenen Gesellschaft etwas zurückgeben, der eigenen Familie, wie auch immer. Darin findet man auch dann sehr viel Glück und den eigenen Sinn, neben den materiellen Dingen, denn auch, dass wir nie vergessen, Geld ist etwas sehr, sehr Schönes und damit kann man tolle Dinge tun, aber Geld alleine wird uns nicht glücklich machen und wer nur Geld hat, der ist arm. Ganz interessant darüber nachzudenken und ansonsten, ja, würde mich sehr freuen, einfach ein paar Kommentare, welche
Erfolgsregel von Arnold Schwarzenegger fanden Sie am wichtigsten? Von dem her unterhalb von dem Video dort zu kommentieren, teilen, liken. Dann der Arnold Schwarzenegger Event würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich habe wie gesagt mein Meet and Greet Ticket dort bereits gelöst. Und dann auch gerne dort informieren unterhalb von dem Video. Ja, und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Wenn Sie nicht Verteiler sind, dann ebenfalls unterhalb von dem Video dort eintragen mit Ihrer E-Mail-Adresse. Und ich weiß schon, was nächste Woche kommen wird. Ein ganz tolles Thema. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie auch. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis nächsten Freitag. Ihr Thorsten Wittmann. Stelle sicher, dass du den YouTube-Kanal jetzt abonnierst. Denn so erhältst du bei jedem meiner neuen Videos eine Benachrichtigung bei Veröffentlichung eines neuen Videos. Und mit diesem simplen Klick unterstützt du unsere Community, meine Message und diesen Kanal. Ich würde das sehr schätzen und freue mich auf dich beim nächsten Video. Klicke jetzt auf Abonnieren.